Was wäre, wenn alles, was du über die Pyramiden von Gizeh zu wissen glaubst, eine Lüge ist? Was, wenn uralte Dokumente endlich das jahrtausendealte Geheimnis lüften, wie diese monumentalen Bauwerke wirklich entstanden sind? Archäologen haben einen sensationellen Fund gemacht. Ein über 4500 Jahre altes Dokument, verfasst von einem Mann, der persönlich am Bau der großen Pyramide von Gizeh beteiligt war. Kaum zu glauben, aber genau das ist Realität. In diesem Papyrus werden erstaunliche Details enthüllt, wie die Ägypter riesige Steinblöcke transportierten. Bleibt dran, denn diese Entdeckung könnte alles verändern, was wir bisher über die Geschichte der Pyramiden zu wissen glaubten. Aber das ist erst der Anfang. Was, wenn ich dir sage, dass tief im Himalaya ein Berg existiert, der nicht nur heilig ist, sondern vielleicht ein uralter Energiespeicher, gebaut von Wesen, die nicht von dieser Welt stammen? Oder dass mysteriöse Monolithen, die plötzlich rund um den Globus auftauchten, mehr sein könnten als bloße Kunstwerke? Und was, wenn die ersten Menschen Amerikas nicht aus dem Norden kamen, sondern aus dem Süden? Neue Funde stellen alles in Frage, was wir über die Besiedlung der Kontinente zu wissen glaubten. Diese und viele weitere Geheimnisse warten darauf, gelüftet zu werden. Wissenschaftliche Fakten, jahrtausendealte Mythen und unfassbare Theorien verweben sich hier zu einer Geschichte, die dich nicht mehr loslassen wird. Bist du bereit, die verborgenen Wahrheiten der antiken Welt zu entdecken? Dann bleib unbedingt bis zum Ende dran, denn was du gleich erfährst, könnte dein Bild von der Menschheitsgeschichte für immer verändern. Seit Jahrtausenden rätseln Menschen darüber, wie die gigantischen Pyramiden von Gizeh erbaut wurden. Waren es Sklaven, geheime Maschinen oder vielleicht sogar außerirdische Helfer? Doch was wäre, wenn die Antwort schon lange existiert, aufgeschrieben von jemandem, der tatsächlich dabei war? Im Jahr 2013 entdeckten die französischen Archäologen Pierre Tallet und Gregory Marouard eine der spektakulärsten Funde der Archäologie: Fragmente eines über 4500 Jahre alten Papyrus. Dieser stammt aus der Regierungszeit von Pharao Cheops, genauer gesagt aus seinem 27. Regierungsjahr. Der Verfasser? Ein Bauinspektor namens Mera, der persönlich am Bau der großen Pyramide beteiligt war. Meras Aufzeichnungen enthüllen verblüffende Details. Riesige Kalksteinblöcke wurden aus den Steinbrüchen von Tura geschlagen und auf Booten den Nil hinauf transportiert. Doch damit nicht genug. Ein ausgeklügeltes Kanalsystem brachte die tonnenschweren Blöcke direkt bis zur Baustelle der Pyramide. Die gesamte Reise von der Steinbruchstätte bis zur Pyramide dauerte nur etwa 3 Tage. Das bedeutet, die Ägypter hatten kein mystisches Geheimnis und auch keine übernatürlichen Kräfte. Sie verfügten über brillante Ingenieurskunst, mit der sie unglaubliche Bauprojekte realisieren konnten. Insgesamt wurden über 2.300.000 Steinblöcke bewegt. Manche davon wogen bis zu 80 Tonnen. Und das alles in einer Bauzeit von nur 23 Jahren. Doch hier endet das Rätsel nicht. Warum wurde die Pyramide überhaupt gebaut? Diente sie wirklich als Grabmal? Oder steckt mehr dahinter? Ein entlegener Berg in Tibet könnte mehr sein als nur ein beeindruckendes Naturwunder. Möglicherweise verbirgt er eine uralte, außerirdische Technologie. Genau das vermuten einige Forscher und Verschwörungstheoretiker über den mysteriösen Mount Kailash. Dieser imposante Gipfel gilt nicht nur als heiliger Ort für 4 große Religionen: den Hinduismus, den Buddhismus, den Jainismus und die nahezu vergessene Bön-Religion, sondern könnte auch ein dunkles Geheimnis in sich tragen. Mount Kailash ragt über 6600 Meter in den Himmel und fällt durch seine nahezu perfekte Pyramidenform auf. Doch was, wenn das kein Zufall ist? Manche glauben, dass der Berg nicht einfach ein Naturwunder ist, sondern eine gigantische, von Außerirdischen erschaffene Maschine. Ein uralter Reaktor, der vor Tausenden von Jahren als Energiequelle diente. Hinweise auf diese Theorie liefern Berichte über radioaktive Rückstände, die in der Umgebung des Berges gefunden wurden. Sogar in den Körpern verstorbener Bergsteiger wurden Spuren radioaktiver Elemente entdeckt. Aber wie kommt Radioaktivität in eine Region, in der es keine bekannten Quellen dafür gibt? Noch faszinierender: In vielen alten Kulturen galten Pyramiden als Werkzeuge für die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Was, wenn diese Bauwerke tatsächlich Teil eines globalen Energienetzes waren und Mount Kailash der zentrale Knotenpunkt? Ist dieser abgelegene Berg in Tibet also wirklich nur ein heiliger Ort, oder verbirgt er eine Technologie, die unser Verständnis von Geschichte völlig auf den Kopf stellen könnte? Seit Jahrzehnten glauben Archäologen, dass die ersten Menschen Amerikas vor etwa 13.000 Jahren über die Beringlandbrücke von Sibirien nach Alaska eingewandert sind. Von dort aus sollen sie langsam nach Süden gezogen sein und schließlich die gesamte amerikanische Landmasse besiedelt haben. Doch was wäre, wenn diese Theorie
falsch ist. Eine sensationelle Entdeckung im Jahr 2014 unter der Leitung von Dr. Vance T. Holliday von der University of Arizona könnte diese Annahme komplett auf den Kopf stellen. Im heißen Sonora-Wüstengebiet fanden Archäologen Überreste der Clovis-Kultur, Knochen eines riesigen Tieres, das einem Mastodon ähnelte, umgeben von scharfen Speerspitzen. Das Erstaunliche daran, diese Funde sind etwa 13.400 Jahre alt und damit älter als alle bisherigen Clovis-Funde in Nordamerika. Das wirft eine brisante Frage auf. Sind die ersten Amerikaner möglicherweise nicht von Norden nach Süden gewandert, sondern aus dem Süden nach Norden gezogen? Diese Entdeckung deutet darauf hin, dass die Clovis-Kultur ihren Ursprung vielleicht in Südamerika hatte und nicht, wie lange angenommen, in Nordamerika. Die Clovis waren äußerst geschickt im Jagen von Megafauna, wie Bison, Wollmammut und Mastodon. Nun wissen wir, dass sie auch riesige Tiere wie den sogenannten Gomphotherium jagten. Doch woher kamen sie wirklich? Und wie haben sie es geschafft, sich so weit über den Kontinent auszubreiten? Diese neue Theorie könnte die gesamte Geschichte der Besiedlung Amerikas verändern. Im November des Jahres 2020 entdeckten Mitarbeiter der US-Forstbehörde während eines Routineflugs im US-Bundesstaat Utah etwas, das die Welt in Aufregung versetzte. Einen glänzenden metallischen Monolithen, einsam und verlassen mitten in der Wüste. Dieses geheimnisvolle Objekt erinnerte sofort an den berühmten Monolithen aus Stanley Kubricks Film Odyssee im Weltraum, der in der Geschichte als Auslöser für die menschliche Evolution dient. Doch was hatte es mit diesem realen Monolithen auf sich? Nur wenige Tage nach der Entdeckung in Utah verschwand der Monolith plötzlich spurlos. Kurz darauf tauchten ähnliche Strukturen an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt auf. In Rumänien, Kalifornien, den Niederlanden und sogar in Las Vegas. Innerhalb weniger Wochen waren es insgesamt 6 Monolithen, die scheinbar ohne Erklärung erschienen und ebenso mysteriös wieder verschwanden. Später bekannte sich die US-amerikanische Künstlergruppe The Most Famous Artist dazu, für einige dieser Monolithen verantwortlich zu sein. War das alles nur ein gut geplanter Streich? Oder steckt vielleicht doch mehr dahinter? Die schnelle und koordinierte Platzierung dieser Objekte an so weit voneinander entfernten Orten wirft viele Fragen auf. Wie konnten sie unbemerkt aufgestellt werden? Und warum tauchten sie ausgerechnet im Jahr 2020 auf? Einem Jahr voller globaler Krisen und Unsicherheiten. Einige glauben, es handelte sich um ein ausgeklügeltes Kunstprojekt. Andere vermuten geheime Botschaften oder gar Hinweise auf außerirdisches Leben. Doch bis heute gibt es keine eindeutige Erklärung. War es reiner Zufall oder steckt eine tiefere Bedeutung dahinter? Der Dolmen von Menga in Spanien gehört zu den beeindruckendsten Bauwerken der Menschheitsgeschichte. Und doch kennen ihn nur wenige. Dieses prähistorische Monument wurde vor etwa 5500 Jahren errichtet, also lange bevor die Pyramiden von Gizeh gebaut wurden. Doch was diesen Dolmen so besonders macht, ist nicht nur sein Alter, sondern vor allem seine gigantische Bauweise. Das Bauwerk besteht aus 32 riesigen Steinblöcken, von denen einige mehr als 200 Tonnen wiegen. Zum Vergleich, die schwersten Steine in der großen Pyramide von Gizeh bringen nur etwa 80 Tonnen auf die Waage. Wie konnten Menschen der Jungsteinzeit ohne moderne Maschinen oder fortschrittliche Werkzeuge solche gewaltigen Massen bewegen und millimetergenau platzieren? Der Dolmen ist 90 Fuß lang, 20 Fuß breit und 11 Fuß hoch, groß genug, um darin eine Feier mit Tanzfläche abzuhalten. Archäologen vermuten, dass er als Begräbnisstätte diente. Doch bei Ausgrabungen fanden sie nicht nur einige wenige Skelette, sondern die Überreste von Hunderten Menschen. Warum wurden so viele Menschen an diesem Ort begraben? Handelte es sich um ein Massengrab, ein religiöses Zentrum oder vielleicht etwas ganz anderes? Die Bauweise des Dolmens zeigt ein erstaunliches Wissen über Geometrie, Statik und Architektur, weit fortschrittlicher, als man es einer steinzeitlichen Kultur zutrauen würde. Welche Geheimnisse verbirgt der Dolmen von Menga wirklich? Vor über 4000 Jahren blickten die alten Ägypter in den Nachthimmel und sahen mehr als nur Sterne. Sie erkannten Muster, Bewegungen und Zusammenhänge, die bis heute Rätsel aufgeben. Die Ägypter waren nicht nur Baumeister monumentaler Pyramiden, sondern auch Meister der Astronomie. Sie entwickelten einen Kalender mit 365 Tagen und kartierten den Sternenhimmel mit einer Präzision, die selbst moderne Wissenschaftler staunen lässt. Ein besonders faszinierendes Beispiel ist der Tempel von Esna. In seinem Inneren befinden sich Wandmalereien, die nicht nur Planeten wie Mars, Jupiter
und Saturn darstellen, sondern auch die 12 Tierkreiszeichen, Jahrhunderte bevor der Tierkreis in Europa bekannt wurde. Dr. Sarah Simons, Expertin für altägyptische Astronomie an der McMaster University, betont, dass die Ägypter ein tiefes Verständnis für den Sternenhimmel hatten und diesen in ihre religiösen Rituale integrierten. Doch wie gelang es ihnen, Planeten zu identifizieren, die mit bloßem Auge kaum zu erkennen sind? Gab es spezielle Hilfsmittel, die heute verloren gegangen sind? Oder verfügten sie über ein Wissen, das weit über das hinausging, was wir ihnen zutrauen? Ein weiteres Rätsel ist der berühmte Dendera-Zodiac, der als die einzige vollständige Sternenkarte der Antike gilt. Dieses Artefakt zeigt nicht nur Sternbilder, sondern auch mysteriöse Symbole, deren Bedeutung bis heute nicht vollständig entschlüsselt ist. Welche Botschaften könnten sich in diesen uralten Sternenkarten verbergen? Waren sie vielleicht mehr als nur astronomische Aufzeichnungen? Vielleicht sogar Nachrichten aus einer fernen Zeit oder von einer fremden Zivilisation? Die Menschheitsgeschichte steckt voller ungelöster Rätsel und faszinierender Geheimnisse. Von den präzise konstruierten Pyramiden von Gizeh über den mysteriösen Mount Kailash bis hin zu den unerklärlichen Monolithen von 2020. All diese Phänomene zeigen, dass unsere Vorfahren möglicherweise viel mehr wussten, als wir ihnen heute zutrauen. Die Entdeckung des über 4500 Jahre alten Logbuchs von Mera hat bewiesen, dass der Bau der Pyramiden nicht auf Mythen oder unerklärliche Kräfte zurückzuführen ist, sondern auf außergewöhnliche Ingenieurskunst. Doch die Frage nach dem Warum bleibt bestehen. Der Dolmen von Menger zeigt, dass schon in der Jungsteinzeit Bauwerke errichtet wurden, die selbst moderne Wissenschaftler vor ein Rätsel stellen. Und die Ägypter, die den Himmel kartierten, kannten möglicherweise kosmische Zusammenhänge, die uns bis heute verborgen sind. Sind all diese Bauwerke und Entdeckungen Zufall oder steckt ein tieferes Wissen dahinter? Haben frühere Hochkulturen Technologien genutzt, die wir längst vergessen haben, oder waren sie vielleicht nicht allein auf dieser Welt? Was denkst du darüber? Teile deine Gedanken und Theorien in den Kommentaren. Wenn du noch mehr über die geheimnisvollsten Rätsel der Vergangenheit erfahren willst, dann abonniere Mythenforscher und aktiviere die Glocke, um keine neuen Enthüllungen zu verpassen. Die Vergangenheit birgt mehr Geheimnisse, als wir uns je vorstellen können, und gemeinsam werden wir sie entdecken.